Während die Parameter a und b für Streckungen und Stauchungen entlang der Koordinatenachsen zuständig sind, bewirken die letzten beiden Parameter, die Parameter c und d, Verschiebungen der Sinusfunktion parallel zu den Koordinatenachsen. Wie das genau für den Parameter c funktioniert und warum der Einheitskreis auch nichts anderes zulässt, all das zeige ich dir in diesem Video. Ich hatte einfach zu viel Spaß bei der Programmierung mit diesen kleinen Flitzern hier und möchte daher nochmal ein physikalisches Beispiel nutzen, um dir den Einfluss des neuen Parameters c zu erklären. Im Vergleich zu den letzten Videos gibt es aber zwei entscheidende Unterschiede. Die Flitzer sollen heute nämlich nicht mit unterschiedlichen, sondern mit gleichen Geschwindigkeiten durch den Kreisverkehr düsen. Und damit zweitens nicht bei beiden die einfache Sinusfunktion entsteht, erhält das orangene Auto noch einen kleinen Vorsprung. Einen Vorsprung, den wir durch einen Winkel oder die zugehörige Länge des Bogens am Einheitskreis angeben. Hier im Beispiel sollen es 60 Grad bzw. Pi-Drittel sein. Und natürlich wird sich dieser Vorsprung während der gesamten Kreisbewegung nicht verändern. Beide Autos sind ja immerhin mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs. Wie üblich überträgst du für den Sinus die Höhe eines jeden Autos in das Koordinatensystem. Und dann lehnen wir uns mal entspannt zurück und lassen den Flitzern freien Lauf. Okay, nur zur Orientierung. Das Blaue, das ist die stinknormale Sinusfunktion. Dieser orangene Graph aber, gefühlt sieht er so aus, als ob er um eine bestimmte Strecke in x-Richtung verschoben wurde. Das wird auch deutlich, wenn du den horizontalen Abstand beider Graphen misst. Der ist nämlich zu jedem Zeitpunkt tatsächlich konstant. Und welcher Winkelabstand das ist, das kannst du dir hoffentlich vorstellen. Das sind natürlich die Pi-Drittel, die 60 Grad Vorsprung, die wir dem orangenen Auto am Anfang gegeben haben, die nie eingeholt werden. Unter welchem Winkel x auch immer das blaue Auto unterwegs ist, der Winkel des orangenen ist stets x plus dieser ursprüngliche Vorsprung. Der Sinus von diesem x plus Pi-Drittel fragt beim Einheitskreis nur danach, auf welcher Höhe sich das orangene Auto befindet und erzeugt den zugehörigen Graphen. Dieser Vorsprung lässt sich also wunderbar mit dem Parameter c der Sinusfunktion beschreiben, der in der Funktionsgleichung innerhalb des Sinus direkt neben dem Winkel x steht. Na dann, was genau macht also der neue Parameter c? Wenn c beispielsweise 0 ist, entspricht das der normalen Sinusfunktion. Das orangene Auto hatte dann im Prinzip keinen Vorsprung und fährt mit dem ersten gemeinsam im Kreisverkehr. Für c ist gleich plus Pi-Drittel, was ungefähr 1,05 sind, wird der Graph der neuen Sinusfunktion um genau Pi-Drittelschritte parallel zur x-Achse nach links verschoben. Für c ist gleich plus Pi verschiebt sich die Sinuskurve um die halbe Periode nach links. Und wenn du genau hinschaust, entdeckst du vielleicht sogar, dass diese Verschiebung einer Spiegelung an der x-Achse entspricht. Der Parameter a lässt grüßen. Eine weitere, besonders interessante Verschiebung ist die, wenn c genau Pi halbe entspricht. Das hat dann nichts mehr mit dem Sinus zu tun, sondern entspricht dem Graphen der Kosinusfunktion. Der Kosinus ist also eine Sinusfunktion, die um Pi halbe um 90 Grad verschoben ist. Nimmt der Parameter c einen negativen Wert an, hier zum Beispiel minus 3/4 Pi, so wird die Sinusfunktion nicht nach links, sondern nach rechts verschoben. Diese Verschiebung nach rechts könnte man fortführen und erhält dann beispielsweise für c ist gleich minus 2 Pi, surprise, surprise, erneut die Sinusfunktion. Wir haben es ja um eine ganze Periode verschoben. Der Parameter c der Sinusfunktion verhält sich damit genau so, wie du ihn auch bei anderen Funktionsklassen bereits kennengelernt hast. Beispielsweise bei den quadratischen Funktionen und ihren Parabeln in Klasse 9. Wenn c negativ ist, wird der Graph nach rechts verschoben.
Ist c positiv, wird der Graph der neuen Sinusfunktion nach links verschoben. Immer schön entgegengesetzt zum Vorzeichen von c. Eine Kleinigkeit noch zum Abschluss. In der Physik wird der Parameter c meistens als Phase bezeichnet. Benötigt wird er dort aber nicht unbedingt bei diesen Kreisbewegungen, sondern eher bei Schwingungen und Wellen. Insbesondere dann, wenn es darum geht, Schwingungszustände von mehreren Objekten, mehreren Oszillatoren miteinander zu vergleichen. Warum sich einige Schwingungen mit solchen Kreisbewegungen aber doch ganz gut vergleichen lassen, das lernst du noch in deinem Physikunterricht. Aber auch in der Physik gilt, dass die Phase nichts anderes als den Vorsprung der einen Schwingung im Vergleich zur anderen angibt. Und etwas präziser, wenn die Zeitpunkte ihrer Nulldurchgänge verschieden sind. Aber das möchte ich an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Wichtig für dich zum Mitnehmen aus diesem Video ist, dass der Parameter c bei der Sinusfunktion den Graphen entlang der x-Achse verschiebt. Und zwar genau nach dem Muster, wie du es schon von den anderen Funktionsklassen kennst. Ist der Parameter c positiv, wird der Graph um genau diesen Wert nach links verschoben. Ist der Parameter c negativ, geht's entgegen dem Vorzeichen nach rechts.